jetzt hier in dem Office von der Siebebus, weil die meinen nicht so hinkommen. Bisher ist hier aber keiner. Mal schauen, ob jetzt jemand kommt, dann schreibe ich denen, weil die haben mir über WhatsApp aufgeschrieben. Ich wäre jetzt eine Stunde zu früh, aber ich dachte mir lieber ein bisschen zu früh als zu spät. Und ja, ich bin gespannt. Sieht ein bisschen spooky aus, aber wird schon passen. Also der Bus sah eben eigentlich okay aus, der stand schon draußen. Ja. Das ist in meiner Cabin. Sehr lustig. Kurz zur Standort, wir sind jetzt in so einem Stop hier ist einmal auf Toilette gegangen, ich habe mir jetzt Sprite geholt und so Brot, weil ich crazy Hunger habe. Wir haben jetzt hier gerade kurz einen Stopp gemacht. So. Ja, es waren so viele Straßenhunde da und manche Hunde waren auch eingesperrt in Käfigen, also definitiv nicht so, wie es sein sollte. Aber gut, ist hier so. Und ich habe mir so ein Brot geholt und ich habe so Hunger, aber es schmeckt einfach so Brioche. Es schmeckt okay. Genau, und eine Sprite, weil ich ein bisschen Zucker habe. Und jetzt geht es nochmal 3 Stunden weiter und dann sind wir um 1 Uhr nachts in Hajian. Und dann checken wir da schnell in unser Hostel ein und dann habe ich ein paar Stunden Schlaf und dann geht es morgen früh los zum Hajian Loop. Also dort fährt man da mit dem Motorrad los. Ich bin jetzt angekommen. Jetzt ganz vielen anderen auch das Esszimmer kriegen. Okay, ich bin angekommen. Wir mussten eben kurz alle warten und dann wurden wir zugeteilt zu so Homestays. Jetzt bin ich in meinem Raum angekommen. Ja, es regnet ziemlich, aber das ist mein Raum. Da schlafe ich heute Nacht. Hier, das ist nicht bezogen, weil ja nur eine Person. Und ich habe selber noch nicht geguckt. Ich habe ein Handtücher, das ist schon mal sehr nett. Und das ist Bad. Aber auch okay. Das ist halt alles so, ich glaube, es ist einfach so, uns hat auch so ein Vietnamese eben abgeholt mit seinem privaten Auto und hier hingefahren. Und ich glaube, das sind einfach so deren privaten Sachen. Aber ja, es ist alles sehr einfach, aber das wusste ich ja im Vorhinein. Und ich werde mich jetzt mal hinlegen und ja, noch ein paar Stunden Schlaf bekommen, weil ich muss um 7 Uhr aufstehen. Guten Morgen, ich bin gerade aufgewacht. Ich mache jetzt gleich noch fertig. Das ist ein Ausblick, habe ich gestern Abend gar nicht gesehen. Ich bin wirklich so mitten in den Bergen. Bisher nieselt es noch ein bisschen, das ist nicht so geil. Plus es sind halt Wolken da, wie man da oben sieht. Aber hoffen wir trotzdem mal, dass die Sicht gut ist und die Wolken nicht zu sehr irgendwie in den Bergen hängen. Weil sie wollen ja auch was sehen. Aber ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe brutal Hunger, deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass das Essen gut ist. Weil gestern Abend so dieses Brot da hat nicht mehr so viel gebracht, was ich mir gekauft habe. Als ob ich einfach gleich irgendwo das Frühstück kriege. Und das ist alles so Pasta und beim Rucksack und so. Und ich warm genug angezogen bin.
Und dann geht's los. Da wird bezahlt und jetzt gibt's noch Frühstück. Das kurz Update, wir haben jetzt gerade alle gefrühstückt, haben so Sandwiches bekommen, haben so semi-satt gemacht, aber ist okay. Jetzt soll ich noch kurz auf Toilette und jetzt bin ich mal gespannt, wer mein Easy Driver ist. Viewpoint. Alles bewegt. So, second viewpoint. Wir haben jetzt gerade noch unten die Fabrics angeschaut, da machen die so Hanf. Also haben wir noch einen Coffee geholt.
weil mir kalt war. Aber ja, das ist cool. Das ist irgendwie eine coole Stimmung, weil es ist so ein bisschen bewegt, aber trotzdem sieht man gut. Und mein Easy-Driver ist auch echt nett. Er kann zwar kein Englisch, aber man kann sich verständigen. Und der so Group Leader, der Guide, der kann Englisch. Also auch gebrochen und sowas, aber man versteht ihn. Ja, und jetzt kriege ich langsam Hunger, deswegen hoffe ich, machen wir als nächsten Stopp Mittagessen. Wir sind jetzt am Landsport, wir hatten gerade lecker essen. Hat gut geschmeckt. Das ist unsere View. Beautiful. Hier sind ganz viele kleine Kinder und sowas. Das ist eigentlich voll traurig, weil die wahrscheinlich mit 3 oder 4 Jahren hier schon Kinderarbeit machen müssen. Aber die sind so süß. Do it again. Do it again. Wow. Thank you. Wir sind da in so einem alten Kingshaus. Aber wir haben nicht genau verstanden, von wann.
Aber auf jeden Fall alt. Ja. Ist kalt. Okay, angekommen. Zweite Nacht, also jetzt erstes wirkliche Nacht am Panjiang Loop. Genau. Ich habe mein Zimmer, Roomtour. So, ist eigentlich echt, also hier können 3 Leute schlafen. Voll gut. Und hier das Bad. Wie geht's sich dann? Da. Ja. Also ich kann mich nicht beschweren. Ich glaube, die anderen gegenüber haben noch ein Fenster. Ich habe leider kein Fenster, kein Ausblick. Aber dann können halt auch keine Insekten reinkommen. Deswegen ist eigentlich okay. Und jetzt haben wir 1,5 Stunden Zeit. Und ich glaube, ich werde jetzt mal duschen und meine Fotos und sowas durchschauen. Genau. Aber eigentlich... es ist alles voll neu. Der Fernseher ist noch eingepackt. In so Folie. Ja, aber Bett ist auf jeden Fall bequem. Lässt sich aushalten für eine Nacht. Und ich bin sehr froh, dass ich mich dazu entschieden habe, das zu buchen für 10 Euro mehr als Dorms. Weil die anderen sind jetzt, also 5 von uns haben so Private und die anderen 4 sind, glaube ich, in so einem Dorm. Und das ist schon sehr viel angenehmer, irgendwie mal kurz Zeit für sich zu haben. Genau. Was auch irgendwie sehr interessant ist. Es ist gerade einfach Stromausfall. Natürlich. Also hier muss man immer so Strom anmachen. Bisher passiert nichts. Naja. Ja, jetzt funktioniert wieder. Also wir sind irgendwo in den Bergen. Deswegen, ja, funktioniert hier mal der Strom manchmal nicht. I mean, you should try.
wir hatten so einen lustigen Abend. Wow. Es war irgendwie, keine Ahnung, wir haben gar nicht, einfach jeder hatte gute Laune, jeder war offen drauf, jeder hatte Bock auf Karaoke und wir haben einfach 3 Stunden lang straight up Karaoke gesungen. Ich glaube, ich habe morgen keine Stimme mehr. Aber auch so mit unseren Easy Drivern und die konnten natürlich nicht so viel Englisch, aber es war trotzdem mega süß, dass die so mitgesungen haben. Und ja, wir waren tatsächlich Last Man Standing, also ich bin gerade jetzt nach Hause gekommen. Es ist nicht mal 12 Uhr, aber du beginnst halt um 18 Uhr mit Abendessen und dabei halt schon so ein bisschen Happy Water trinken. Das sind so kleine Shots, aber es ist, glaube ich, es ist irgendwie aus Reis gemacht, aber es hat ein bisschen wie Wodka geschmeckt, aber es ist irgendwie aus Reis, so Wein. Hat nicht so geil geschmeckt, aber ja, dadurch beginnt es halt schon voll früh. Und dann sind wir, glaube ich, um 19 Uhr in der Karaoke-Bar gelandet und jetzt bis eben gerade da gewesen. Also ich bin mit einer aus Israel, mit der ich mich sehr gut verstanden habe, und mit einem aus Irland. Und am Ende haben wir halt einfach nur so, wir haben einfach deutsche Lieder gesungen, weil die dann irgendwie probiert haben, Deutsch zu reden. Und dann haben wir irische Lieder und so gesungen. Das war ein sehr, sehr lustiger Abend. Ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß, weil einfach so, es juckt einfach so gar kein, wie irgendwer drauf ist. Jeder ist einfach hier, um Spaß zu haben und hat irgendwie Lust drauf und das ist so cool. Genau, deswegen eigentlich voll schade, dass wir nur noch einen Abend haben. Ich hätte am liebsten noch einen Abend mehr. Aber morgen wird nochmal genossen. Und jetzt kann ich sogar immer noch 8 Stunden schlafen. Und morgen früh um 7:50 Uhr, glaube ich, treffen wir uns unten und dann laufen wir rüber und haben Breakfast. Und dann geht es um 8:30 Uhr wieder los mit dem Motorradfahren. Und das war auch so süß. Mein Easy Driver kam dann nachher nochmal extra zu mir. Der ist um 10 Uhr so schon gegangen und hat so mit dem Übersetzer so eingegeben, so, ja, ich gehe jetzt nach Hause, weil ich muss ja morgen Motorrad fahren und deswegen muss ich jetzt auch gut schlafen, damit ich morgen sicher Motorrad fahre. Und das ist einfach so, fand ich einfach so ein schönes Gefühl zu wissen, so, klar, natürlich haben die auch mitgefeiert und auch ein bisschen was getrunken, aber so jeder von denen war auch, als wir dann so meinten, ob sie noch ein Bier wollen, weil wir den halt, wir haben denen halt alles ausgegeben so, aber dann waren sie auch so, nee, sie müssen morgen Motorrad fahren. Das heißt, jeder von denen ist so richtig verantwortungsbewusst und er ist halt auch um 10 gegangen und war so, ja, er geht jetzt, weil er halt morgen Motorrad fahren muss und weil er mich halt so sicher fahren muss und deswegen ist er extra nochmal gekommen, hat Tschüss gesagt und das fand ich voll lieb von ihm. Ja, genau. Morgen, ich bin jetzt schon angezogen. Wir treffen uns jetzt in 10 Minuten unten mit unserem Easy Driver und dann gehen wir zum Restaurant oder, keine Ahnung, ist nicht wirklich ein Restaurant, aber halt so da, wo wir Frühstück bekommen. Genau, ich glaube, es gibt einfach Pancakes und Bananen, aber passt. Ich habe wieder so gottlos Hunger. Ich muss sagen, das Essen hier in Vietnam ist echt crazy gut, aber es sind halt auch keine Riesenportionen. Das heißt, irgendwie hat man dann immer, ja, es macht gut satt, aber es ist halt jetzt nicht so, keine Ahnung, nicht so fettig und sowas, was ja voll gut ist, aber dadurch hält es halt auch nicht mega lang vor. Aber ja, deswegen freue ich mich jetzt sehr aufs Frühstück. Ich muss gleich noch kurz meine Haare irgendwie machen. Vielleicht ist sie nach dem Motorradfahren wieder, kommen wir durcheinander. Genau, aber ich freue mich. Ich weiß nicht, wie das Wetter ist, weil mein Ding hat ja kein Fenster. Aber ich habe nur lang am Shirt. Jetzt habe ich noch so ein T-Shirt drüber gezogen, weil es gestern ein bisschen kälter war. Und ja, Leggings, mehr habe ich nicht dabei, weil wir jeder nur so einen kleinen Rucksack mitnehmen durften. Das heißt, es wird einfach jeden Tag genau das gleiche angezogen. Genau, ich bin gespannt. Heute ist wohl der Tag, wo du so die coolsten Ausblicke hast und Blicke. Und ich fand gestern schon echt mega. Aber heute gehen wir so zu so einem Fluss auch. Und heute fahren wir wohl auch so ein bisschen steilere Strecken. Also ich bin gespannt. Genau. Und dann ist schon 2/3 rum. Also jetzt Tag 2 von 3. Aber es ist cool. Ich bin sehr happy, dass ich es gemacht habe. Es ist wirklich eine coole Erfahrung. Und das Nette ist, oder das Gute ist, also diese Company, mit der ich es gemacht habe, ist gleich wirklich gut. Weil ich habe ja gestern schon gesagt, die Driver sind alle so richtig verantwortungsbewusst. Und denen ist auch bewusst, ich darf jetzt hier nicht weiter trinken oder ich muss jetzt früh ins Bett und sowas. Und auch beim Fahren habe ich bisher immer das Gefühl, dass er richtig sicher schaut und wo Schlaglöcher sind, halt ordentlich drumherum fährt und so. Aber was ich noch sagen wollte ist, was halt auch cool ist, wir haben eine andere Gruppe getroffen, auch von Motor Ventures, also die das auch machen. Aber da sind zum Beispiel nur Couples. Und ich glaube, die haben schon geguckt, weil in unserer Gruppe sind nur so Solo-Traveler, dass sie halt auch die Gruppen dementsprechend mixen. Weil so, wenn ich jetzt in einer Gruppe wäre mit nur Couples, wäre ja richtig blöd, wenn hier alle schlafen gehen und man keinen so hat, mit dem man abends weggehen kann.
Und wir sind halt alle einfach nur bei uns. Das heißt, jeder von uns war von Anfang an so super offen. Und war so, hey, wo bist du her? Was hast du schon gemacht? Bla bla bla. Also die reisen alle nur für so einen Monat durch Asien. Ich bin die Einzige, die so einen Exchange hier macht. Aber ja, das ist ganz cool, dass sie die Gruppen halt dementsprechend gut zusammengestellt haben. Genau. Und jetzt ziehe ich mir noch schnell meinen Pulli an und meine Jacke und meine Schuhe. Und quetsche wieder alles in meinen Rucksack. Und dann geht's los. Ja, ist gefrühstückt und jetzt geht's weiter. Heute ist schöneres Wetter. Nicht mehr ganz so bewölkt. It's not a really First big, it's a viewpoint. really small university. Oh, yeah. I think most people. Jetzt gehen wir auf so ein Boot auf den River. Da ist unser Guide. We on the boat. Don't let over there.
Jetzt Viewpoint, Numero, keine Ahnung. Flag. Ja, und gleich geht's auch weiter zu einem Waterfall. Stopp gemacht an so einem Wasserfall hier. Also andere Seite. Also es ist nicht so mega special groß. Und die anderen sind jetzt halt schwimmen gegangen, aber ich sitze jetzt hier mit noch 3 anderen, weil ich war so, ich gehe nicht bei 15 Grad in den Wasserfall und jetzt ist auch nicht so special. Ja, aber das war eigentlich ganz cool. Machen wir kurz eine Pause und dann geht's gleich, glaube ich, zum Hotel. Okay, Rooms for tonight. Das ist es. Wir sind in so einer kleinen Cabin. Ja, und man sieht nicht so viel. Naja, das ist das Bad. Ich kurz ein bisschen gechillt, immer ein bisschen die Fotos durchgeschaut. Oh, ich habe hier Sonnenbrand hab was sehr weird ist. Das ist ja alles hier die beste Bauqualität. Oh, man hört die ganze Zeit irgendwas da oben langlaufen. Ich habe keine Ahnung, ob das Ratten sind oder irgendwelche anderen Tiere. Und es hat auch im Bad, also oder generell dieser Raum hat so ein Mini-Fenster im Bad. Das kannst du aber auch nicht zumachen. Das heißt, da kann jedes Tier reinkommen. Du kannst die Badezimmertür so anlehnen, aber auch nicht komplett zumachen. Naja, egal, das ist eine Erfahrung. Aber, ja. Ich weiß nicht, ob man es hört. Hört immer wie so Tippelschritte. Okay, ich frage gleich mal die anderen, ob das bei denen noch so ist. Egal, wir sind hier eine Nacht. Morgen geht's weiter. Ist trotzdem. Da muss ich drauf einlassen, sage ich. Also, Luxus ist was anderes. Aber es ist cool. Ich wollte die Erfahrung machen.
lying awake and tuning in on you. If I was young and then saw you coming through. My bungalow. My bungalow. Okay, but do we actually know where we're going? No. Seriously. This is what we're Are you- I don't Just think type in it's- the name of the hotel. No, we definitely. No, I don't walked even this far remember the ago. name It's of one the thing called a hotel. hotel. Bye Nice to homestay. meet you. Bye-bye. homestay. Guys, Are you it's sure? that way. It's that way. Oh, we walked too far. I think we walked in the wrong. But on his room key it says my bungalow. My. Just type it maybe we in. just walked too far, mate. I think we just walked past it. Okay. Like just check. We basically My eco homestay. Yeah. My American guy. I already. Story. We always look like the assholes of the group. Schönen guten Morgen. Ich bin gerade schon aufgewacht. Ich habe 3 Stunden geschlafen. Oh, gestern war zu lang. Und hier schläft gerade noch ein anderes Mädchen, weil sie war oben im Dorf, aber da war halt keine Moskitonetze. Also sie ist auch aus Deutschland. Und dann hat sie mich gefragt, so was, ja, könnte ich vielleicht bei dir im Bett schlafen, weil es sind halt keine Moskitonetze da. Und sie wollte halt obviously kein Dengue-Fieber oder irgendwas kriegen und den Raum kannst halt einigermaßen so gegen Moskitos abschirmen. Und ich war so, ja, warum nicht? So verstehe ich. Und sie ist nett. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, das ist eh nur für eine Nacht. Aber es ist auch so, weil dann irgendwie die Reise, also die Tour war schon cool und irgendwie so, ich glaube nicht, ob ich sowas also ich kenne sie seit einem Tag, aber so, ja so, warum nicht? So, wenn sie halt einfach nicht so sich da wohlfühlt und ich noch genug Platz habe. Ja, ich weiß nicht, ob ich das sonst so gemacht hätte, aber irgendwie dadurch, dass es nicht so eine große Gruppe ist, ist halt man da relativ schlau, glaube ich, geworden und sie ist halt auch deutsch, deswegen haben wir uns echt ganz gut verstanden. Ja, genau. Und jetzt gibt es gleich Frühstück und ich brauche Kaffee. Ich bin so müde. Aber ich konnte halt einfach, also wir waren auch noch saulang unterwegs, bis 4 oder 5. Und dann lag ich im Bett und wollte einfach nur schlafen. Und dann ist die ganze Zeit da oben irgendwas lang gelaufen. Ich weiß nicht was. Irgendwas ist lang gelaufen. Und dann habe ich im Bad die ganze Zeit irgendwas gehört. Und im Bad ist ja ein Fenster, was du halt nicht zumachen kannst. Ich weiß nicht, ob da irgendwelche Tiere oder was weiß ich was drin waren. Ich war einfach nur so, nicht hinhören, nicht hinhören. Und hier oben hast du halt die ganze Zeit gehört, wie irgendwelche Mäuse oder Ratten halt sowas angeknabbert haben. So. Und ich war auch nur so, bitte knabbern Sie es nicht, diese Decke hier durch. Und deswegen habe ich fast eine Stunde wach gelegen und konnte halt nicht einschlafen, weil ich mir die ganze Zeit so darüber nachgedacht habe. Ja, aber gut, ist jetzt so. Nächste Nacht kann ich hoffentlich mehr schlafen. Und ja, ich ziehe mich jetzt mal an und dann gibt's Frühstück. It's for breakfast. It's not that heavy. Hey, right, Tito. Let's go.
Noch ein Stopp. Mit der Aussicht. Ja. Und Copy. Gesundheit. Last lunch break. But I was like, I mean, you could kind of still see. A really nice view. Yeah, a little bit. But if they don't know, I think again, it used Wir sind irgendwo stuck. Ganz viele Steine von da oben runtergefallen sind. Wir sind am letzten Spot. Schöne Aussicht. Ich bin wieder in Hongkong. Ich wollte nur mal kurz so Review machen, weil ich jetzt noch einige gefragt habe, wie ich es fand. Generell würde ich glaube ich sagen, fand ich das die eindrucksvollste, bewegendste, nachdenkliche, mitnehmendste Trip, den ich jetzt hier gemacht habe. Weil das halt so, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber es ist so ein Part, den man jetzt nicht unbedingt so sieht, wenn man einfach als Tourist nach Vietnam reist. Also es ist so, du fährst durch Dörfer, wo die Leute als einzige Lebensunterhalt das haben, was sie halt ernten, was sie irgendwie verkaufen, was sie selbst zusammenweben. 3-4-jährige Kinder arbeiten mit auf dem Feld. Das ist alles noch so sehr älter wie früher, halt so mit Ochsen, die übers Feld gezogen werden, die dann hinten diese Erntesachen dran haben. Also nichts irgendwie automatisch oder irgendwas. Ja, und dann halt das und auf der anderen Seite halt dann auch alle Leute, die barfuß rumlaufen, Kinder, die barfuß rumlaufen, deren Füße halt wirklich komplett schwarz sind, weil die sich halt keine Schuhe leisten können oder weil sie keine Schuhe tragen wollen, aber ich glaube eher ersteres, weil da liegt ja schon auch mal Steine oder Nägel und sowas rum. Ja, es war schon krass und ich habe ja extra eine kleine Company ausgewählt, also mit halt kleinen Gruppen und dadurch haben wir uns alle nach dem ersten, zweiten Tag halt schon so sehr gut close verstanden und auch mit unseren Easy-Ridern und das sind halt auch alles Vietnamesen. Also wir sind durch ein Dorf gefahren, da meinte mein Easy-Rider so, das ist mein Haus und das ist halt einfach nur aus Holz, aber halt, also aus Stein und Holz, aber halt keine Tür, kein Fenster und nichts und
so, die konnten kein Englisch, aber du hast dich trotzdem so ein bisschen verständigen können über Google Translator. Und der Guide, also einer von den Easy-Ridern, der sich quasi, wenn irgendwas war, konnten wir ihm das sagen und der hat sich darum gekümmert. Der konnte Englisch und der hat uns dann halt auch so, also ich habe ihn dann so gefragt, so ja, ob er halt so Kinder hat oder ob er eine Family hat und so. Und er ist 27 und meinte, er hat 2 kleine Kinder, eins ist 5, eins ist 3 und ich war so, alter, krass. Der hat mit 22 sein erstes Kind bekommen, also seine Freundin damals. Und dann meinte er so, ja, but my girlfriend left me for another one. Und dann habe ich halt gefragt, wo seine Kinder jetzt leben. Und dann meinte er so, ja, mit ihm. Aber er war ja mit uns unterwegs. Und dann war ich auch so, ja, sind die jetzt die ganze Zeit alleine oder wie? 3 und 5 Jahre. Und er war so, nee, so zum Glück leben seine Eltern im gleichen Dorf. Und die sind jetzt halt dann immer in der Zeit, wo er halt auf diesen Trips ist, also die Leute halt quasi da fährt, diese Touren macht, sind die halt bei den Eltern von ihm. Aber trotzdem so, es ist verrückt, wenn man sich überlegt, dass einfach so unser Alter, und er hat so Verantwortung für 2 kleine Kinder und so seine Freundin hat ihn dann einfach da verlassen und wenn jetzt seine Eltern nicht wären, dann, also so ein anderer Easy Driver hat einfach seine kleinen Kinder halt dann alleine gelassen. Und dann sieht man halt auch teils Kinder, die einfach sich dann nur davon ernähren, was einen halt die Touristen geben, die da, oder Touristen jetzt nicht, aber halt die Leute, die mit diesen Motorradtouren da vorbeifahren. Und das ist schon krass und das haben wir auch, einen Abend habe ich super lang mit einem drüber geredet. Das ist halt schon so, ja, die kennen es nicht anders und alles und trotzdem sind sie halt mega, mega happy mit dem, was sie haben und so dagegen sind unsere Probleme halt so nichts, also überhaupt gar nichts. Und auch so unsere Easy Driver hatten auch die ganzen 3-4 Tage einfach die ganze Zeit genau das Gleiche an, weil sie halt wahrscheinlich auch nur 3-4 verschiedene T-Shirts haben generell und wir beschweren uns, wenn wir irgendwelche T-Shirts haben, die nicht genau in der Farbe sind, die jetzt zum Outfit passt, was weiß ich was. Und das ist krass, das finde ich lässt einen nochmal sehr anders auf so Sachen schauen im Leben. Und man merkt halt einfach, wie privilegiert man ist, dadurch, dass man einfach in Deutschland geboren ist oder sagen wir halt nicht in einem Entwicklungsland. Genau, ich weiß jetzt nicht, ob Vietnam zu den Entwicklungsländern gehört, aber die Region da würde ich auf jeden Fall als Entwicklungsregion, sag ich mal, bezeichnen, weil die wirklich nicht viel haben. Genau, und ja, deswegen. Und wir haben denen auch am Ende halt allen noch so einen Tipp gegeben, was dann umgerechnet, glaube ich, 20 oder 30 Euro für uns war, was ja für 3 Tage, dass die uns rumfahren, voll fair ist. Und die haben sich halt so mega, mega gefreut und so waren so, oh mein Gott, damit können sie halt jetzt für die nächsten 2-3 Wochen Essen kaufen. Ja, und das ist krass, weil du halt wirklich dann, wie gesagt, die ganze Zeit unter den Leuten bist und das dadurch halt sau mitbekommst. Und ja, ich finde, dadurch halt nochmal sehr viel anders auf sehr viele Sachen schaust, generell im Leben. Und ja, ansonsten, wir haben halt dann auch natürlich auch in solchen Häusern gewohnt. Oder also einmal hatten wir ein ganz gutes so Hostel. Das war wirklich halt, also ordentlich gebaut mit Fenstern und ordentlichen Betten und alles. Und das andere war auch fein. Also die Sachen, wo wir geschlafen haben, die bieten diese Touren ja an für Leute wie wir. Die sind schon dann sehr gut gemacht für die Verhältnisse da. Trotzdem war das zweite zum Beispiel auch das waren so kleine Hütten aus Stein, aber die hatten auch ein Fenster im Bad, was aber halt auch kein Fenster war, da einfach nur ein Loch in der Wand, dass halt frische Luft reinkommt. Aber ich habe dann halt auch nachts die Tür zum Bad zugemacht, damit da halt nicht irgendwelche Tiere oder irgendwas reinkommen. Und trotzdem hast du die ganze Zeit oben gehört auf der Decke, dass da irgendwas langläuft, also irgendwie Ratten oder was weiß ich was. Und es ist halt auch nur so eine ganz dünne Decke gewesen. Also da war ich auch so, Und das ist halt deren Realität und das ist halt krass und ich finde es auch eigentlich sehr schön, das mal mitzuerleben und sich darauf einzulassen. Aber ja, ich glaube, man muss sich wirklich darauf einlassen. Ich glaube, das habe ich ganz gut hinbekommen, weil man schon manchmal einfach da saß und so dachte, so, okay, krass, so leben die. Aber ich habe auch sehr viel dann halt diesen einen Driver da gefragt und mich mit ihm jemand drüber unterhalten, der Englisch konnte, weil es mich halt auch sehr interessiert hat, wie die dann sind und so. Und er meinte zum Beispiel, dadurch, dass er eben so ein Easy Driver ist, wird er halt ganz gut bezahlt von der Company, also deswegen kann er halt sich die Schule für seine Kinder leisten. Also seine Kinder, der 5-Jährige geht jetzt schon so in so eine Vorschule irgendwie, aber der läuft ja dann auch 2 Kilometer morgens einfach so auf der Straße da lang, wo Autos und alles fahren, zu seiner Schule. Aber er meint halt, dadurch kann er es seinen Kindern halt ermöglichen, aber er meint, ganz viele Kinder können es halt nicht zur Schule gehen. Und wenn du das halt nicht mitbekommst in Kindheit oder ja, halt einfach nicht lernst, gar keine Ausbildung hast, dann kannst du ja auch nie
sage ich mal, in irgendeine größere Stadt in Vietnam oder sowas gehen und da wirklich arbeiten, weil du ja nicht mal schreiben und rechnen und sowas kannst. Ja, deswegen, das ist irgendwie schon krass. Ja, genau. Aber war auf jeden Fall eine sehr, sehr eindrucksvolle Zeit. Und neben diesem ganzen Sozialen war es natürlich auch, waren wir da mitten in den Bergen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie hoch die waren, aber es war so ein bisschen das Gefühl, wenn man jetzt in den Alpen ist, aber halt alles super grün. Reisfelder, so Reisterrassen und mega weit. Also irgendwie, ja, ich kann sowas nicht schätzen. Aber egal, wo man hingeschaut hat, haben diese Berge halt nicht aufgehört. Und dann hattest du halt mega die schönen Blicke. Also abgesehen von dem ganzen Sozialen ist halt auch einfach die Natur da mega krass gewesen. Das war sehr, sehr schön. Genau, deswegen. Also ich glaube, ich würde es auf jeden Fall nochmal irgendwie machen. Oder wenn mich jemand fragen würde, 100% würde ich es machen. Aber ja, also auf jeden Fall, man muss sich drauf einlassen. Ich glaube, wenn man das nicht macht, dann ist es nicht eine coole Experience. Aber ich glaube, wenn man sich das vorher mal so ein bisschen bewusst macht, ich habe auch vorhin ein bisschen darüber halt gelesen oder mich so ein bisschen schlau gemacht. Und wenn man, glaube ich, weiß, was auf dann zukommt und sich dann dementsprechend auch drauf einlässt, dann ist es, glaube ich, sehr, sehr cool. Ja. Und es ist halt auch, fände ich, trotzdem sehr, sehr schön zu sehen, dass egal wie viel diese Leute haben, die können sich mit den einfachsten Sachen beschäftigen und waren alle, glaube ich, 5-mal glücklicher als irgendwelche Leute in Deutschland, die einen fixen Job haben. Also die haben einfach halt irgendeinen, keine Ahnung, Blechdosen genommen und damit auf der Straße Fußball gespielt und dann, also nicht, 5-mal mehr gelacht, als jetzt irgendwie, wenn man durch Frankfurt läuft und sich da die Leute anschaut. Ja, und das ist einfach sehr schön, wenn man so merkt, das ist einfach so, oder halt auch wie sie dir gegenüber begegnen, es ist alles sehr herzlich, es ist einfach so, dieses kommt auf den Charakter an und nicht so auf irgendwas anderes. Und wir haben dann dementsprechend denen natürlich auch so begegnet und haben dann auch mit den irgendwie, da war so ein Kind mit so Blumen, dann habe ich auch mit ihr so ein bisschen mit den Blumen gespielt und sowas und der hat sich halt auch mega drüber gefreut. Und das sind so kleine Sachen, die aber so richtig happy machen. Ja, und das ist irgendwie voll schön und das war deswegen auf jeden Fall eine sehr, sehr krasses Erlebnis, ein sehr, sehr schönes, bewegendes, aber auch so eins, was ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ja, deswegen, ja, das ist, glaube ich, so mein Fazit von dem ganzen Trip. Und jetzt muss ich erstmal in Ruhe alles irgendwie verarbeiten.